Ihr bringt ihr die ganze Welt im Minutentakt auf den neuesten Stand über unsere Ehe. Ich habe nur mit Elisabeth gesprochen. Ja, ganz genau. Warum hältst du nicht einfach die Klappe? Die Briefe. Die retten mir jeden Tag das Leben. Wenn ich deine Briefe lese, dann weiß ich, warum ich das hier durchhalte. Ohne die Briefe würde ich das hier nicht durchstehen. Ohne deine Briefe würde ich das echt nicht durchstehen. So Briefe drücken doch gar nicht richtig aus, was man fühlt. Deine schon. Es sind doch nicht nur deine Worte. Ich stelle mir vor, wie du da sitzt und an mich denkst. Dann geht's mir gut. Was ist? Ich hasse diese Briefe. Ich würde für die beide jetzt alles... Das reicht jetzt. Darf ich die Trauergemeinde bitten, ein wenig näher zu kommen? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von Wolfgang Mann. Einen geliebten Menschen zu verlieren, das ist sehr schwer. Schau mich nicht so an. Was trinkst denn du? Nichts, Andi, gar nichts. Ach komm, Charlie, ich mach eine Flasche Sekt auf. Für meine Retterin ist mir doch nicht zu schade. Nein, wirklich nicht. Macht es dir eigentlich was aus, wenn ich mit einem Bier anstoße? Ich kann diesem Zeug nichts abgewinnen. Naja, war doch bestimmt sehr teuer. Ach, nicht erschrecken. Dafür, dass wir Olivia los sind und Lisa mir endlich wieder glaubt. Danke. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Andi, trink das mit Lisa, ja? Ich muss los. Was denn jetzt? Ja, ich habe einen Termin, das habe ich völlig vergessen. Außerdem will ich euch nicht stören. Du störst doch nicht. Viel Glück. Oh Gott. Was hast du denn mit der gemacht? Sie hatte es plötzlich eilig. Keine Ahnung. Naja, komm rein. Von der Erde sind wir genommen und zur Erde kehren wir zurück. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wir vertrauen die Seele unseres Freundes und Vaters Wolfgang Mann der Barmherzigkeit Gottes an. Er gebe ihm Frieden. Amen. Das mit dem Brief niemals machen dürfen. Meine Rede. Aber es ist ja fast vorbei. Gut, wenn endlich reiner Tisch ist. Nein, du verstehst das nicht. Er lebt für diese Briefe. Weil er glaubt, dass du sie schreibst. Ja, eben. Willst du jetzt doch nicht mehr beichten? Auf gar keinen Fall. Da schreibe ich einmal einen Brief. Aber eigentlich ist es immer am besten, wenn man die Wahrheit sagt. Er wird die Wahrheit auch erfahren, wenn er frei ist. Aber bis dahin muss er durchhalten. Psst. Hier. Danke. Ich muss jetzt gehen. Schon? Nico, ich liebe dich. Und schreib mir weiter. Ja, klar. Schon passiert.
verstehe ich das also richtig. Du hast irgendwelche Aufnahmen von Olivia ausgegraben. Nein, nicht ganz. Ich habe sie dabei gefilmt, wie sie alles gesteht. Sie war sogar richtig stolz drauf. War ja auch nicht so einfach, uns beide auseinanderzubringen. Wieso? Sie musste doch nur mit dir schlafen. Da war nichts. Aber hörst du doch einfach mal aus ihrem Mund an. Ich bin gespannt. Konstantin hat ihr übrigens einen kleinen Sportwagen für ihre Arbeit geschenkt. Wusstest du das? Was? Das glaube ich nicht. Okay. Dann mal Film ab. Vorbei ist's mit der Ruhe. Es ist Anfang September. Die Hirsche stolzieren mit ich glaube, ich habe da wohl ein bisschen zu weit zurückgespult. Es ist die Zeit der Brunft. Die Hirsche buhlen um die Gunst der weiblichen Tiere. Faszinierend. Trifft ein Hirsch einen Geschlechtsgenossen, zeigt er ihm erst einmal die Breitseite, um besonders beeindruckend zu wirken. Wissen Sie, wann ich das letzte Mal mit Ansgar so lange geredet habe wie jetzt mit Ihnen? Offensichtlich geht er mit Schwierigkeiten anders um. Aber wie soll ich denn für ihn da sein, wenn er nie mit mir spricht? Tja. So einen Mann hatte ich auch mal. Und was ist daraus geworden? Das ist was ganz anderes. Nein, ist es nicht. Nein, Sie sind in einer Ausnahmesituation. Das ist eine Phase. Und diese Phase geht... Wie lange soll die dauern? Ich meine, wenn man Hannes niemals findet, dann ändert sich auch nichts zwischen Ansgar und mir. Wäre Ihnen Gewissheit denn lieber? Oh Gott, daran darf man noch nicht mal denken. Sie müssen sich dafür nicht schämen. Dieser Gedanke liegt ja nahe. Wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, aber... Die Polizei hat gesucht, der Detektiv hat gesucht, der Aufruf im Fernsehen hat auch nichts gebracht. Ja. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Der Kleine ist wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Das glaube ich eben auch. Aber Ansgar sträubt sich so dagegen und solange man ihn nicht findet, solange zermürben wir uns nur. Wahrscheinlich wäre es ganz gut für ihn, wenn er endlich trauern könnte. Danke, Elisabeth. Ja, aber wäre das auch gut für Ihre Ehe? Menschen, die trauern, sind oft sehr ungerecht. Soll er mir Vorwürfe machen? Hauptsache, er redet wieder mit mir. Alles ist besser als dieses stumme Nebeneinander. Ansgar. Was hältst du davon, mal einen freien Tag einzulegen? Deine Art von Humor? Diese Monatsbilanzen werden noch ohne dich fertig. Natalie braucht dich. Tja, wie stellst du dir das vor? Soll ich jetzt ein nettes Wellness-Wochenende einlegen mit ihr? Ansgar, ich weiß, dass du eine grauenvolle Zeit durchmachst. Sie strahlen unseren Aufruf nicht mehr aus. Wusstest du das? Keine Aussicht auf Erfolg, hat dieser Fernsehfritze gesagt. Es tut mir leid. Ja, dieser Privatdetektiv, der dreht auch nur Däumchen, wenn ich ihm nicht ständig in den Hintern trete. Vielleicht sollte man sich aber auch langsam mit dem Gedanken abfinden, dass... Nein, niemals. Hannes lebt. Ansgar, was ich damit sagen will... Mach dich nicht kaputt, Junge. Du kannst nicht ewig so weitermachen. Doch, das kann ich. Solange bis er gefunden ist, kann ich das. Ansgar. Und wenn das nie passiert? Vater, wenn das dein Junge wäre, würdest du ihn einfach aufgeben? Nein, natürlich nicht. Also, wir werden ihn finden. Du hast meine volle Unterstützung, nur... Vater, er muss noch leben. Wie soll es denn sonst weitergehen? Du hast eine Frau, die dich sehr, sehr liebt, Ansgar. Und sollte tatsächlich der Fall eintreten, dass Hannes nur noch tot aufgefunden wird, dann lasse ich mich scheiden. Bitte? Ja, wahrscheinlich liebe ich sie bestimmt sogar. Aber Vater, Natalie ist schuld an Hannes Verschwinden. Soll ich das einfach vergessen? Hätte ich ihn nicht so zugesetzt, hätte er sich nicht so aufgeregt vielleicht. Vielleicht wäre er noch am Leben. Hey, der Schlaganfall hatte damit nichts zu tun. Sagt das Christian. Er wird dir verzeihen. Schließlich hast du es gut gemeint. Da kennst du meinen Bruder schlecht. Wenn man den hintergeht, da kennt er keine Verwandtschaft mehr.
Sorry, ich musste noch telefonieren. Hast du Lars erreicht? Mailbox. Der ist wahrscheinlich bei Christian. Die nehmen einem da die Handys ab. Ja, so sieht's aus. Eltern unter der Erde. Bruder im Knast. Ich glaube, ich leg mich jetzt mal hin. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, ich bin jederzeit für dich da. Okay? Ich natürlich auch. Danke. In seiner Haut möchte ich gerade nicht stecken. Nee, aber in meiner auch nicht. Christian liest wahrscheinlich gerade meinen Brief. Tröste dich. Wir sind wahrscheinlich beide unten durch. Tja, du verlierst einen Freund, aber ich verliere meine Liebe. Willst du es nicht noch mal bei Lars probieren? Hallo, hier ist Lars Schneider. Mailbox. Ja, Lars, ich bin's nochmal. Ruf mich doch bitte dringend an. Ja? Danke. Das bringt doch sowieso nichts. Dann lass uns lieber überlegen, was wir noch tun können. Hallo, Andi. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Frau Schneider? Hier war ein Korken runtergefallen. Hallo. Warum bist du nicht bei Lisa? Weil es voll in die Hose gegangen ist, deshalb. Was? Aber das gibt's doch nicht. Tja, also, ich verstehe das auch nicht. Sie muss uns irgendwie ausgetrickst haben. Jedenfalls ist das Band weg. Oje, es tut mir wirklich leid. Wenn ich nur wüsste, wie sie es gemacht hat. Na, du hast doch gesagt, sie war noch mal bei dir. Ja, aber da habe ich sie erwischt und ich habe sie rausgeschmissen. Danach hatte sie keine Chance mehr. Es muss also irgendjemand anders gewesen sein. Ach, das glaube ich nicht. Und eigentlich kommt da jetzt nur noch Konstantin in Frage, aber der war nicht mal in der Wohnung. Glaubst du nicht, dass sie doch irgendwie... Nein. Charlie, wer von meinen Mitbewohnern hasst mich so? Nein, du glaubst doch nicht im Ernst, dass Nico oder Jana... Naja, irgendjemand muss es doch gewesen sein. Und außer dir und der WG war niemand dort. Möchtest du was trinken auf den Schreck? Ich lade dich ein. Nein, Charlie, du weißt nicht zufällig, wer das Band ausgetauscht hat, oder? Andi... Du hast mich da reingeritten. Warum machst du das? Warum? Ich wollte gerade zu dir. Ja, tut mir leid, ich habe gleich noch einen Termin. Lässt er sich nicht verschieben? Oder delegieren? Also, wenn ich diesem Versager von Privatdetektiv nicht Beine mache, dann kümmert sich niemand um Hannes. Also, bis heute Abend, ja. Ich glaube, da kommt er. Nein, das ist doch der Mann, der die Suchaktion nach Hannes geleitet hat. Guten Tag, Herr Kamper. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Guten Tag. Hallo. Zunächst einmal, es gibt in dem Sinne keine neuen Erkenntnisse. Das heißt, Sie haben noch immer keine Spur? Leider nein. Ja, immerhin haben Sie auch keine schlechten Nachrichten. Naja, unsere Ermittlungen haben bisher keinerlei Hinweise auf eine Entführung ergeben. Wir aber auch nichts Gegenteiliges. Die Sache ist einfach die, wir haben jetzt über einen Monat intensiv nach allen Seiten ermittelt. Ohne irgendein Ergebnis. Das legt den Schluss nahe. Ja, dass Sie weitersuchen müssen, natürlich. Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. So eine Sonderkommission, die bindet sehr viel Personal. Das ist auch ein Kostenfaktor. Ja, ich bezahle Sie. Sehen Sie, sobald wir irgendwelche neuen Anhaltspunkte bekommen, werden die Nachforschungen sofort wieder aufgenommen. Aber Sie wollen die Ermittlungen einstellen? nicht direkt, aber die Sonderkommission, die wird aufgelöst. Es kümmert sich nur noch ein Mitarbeiter darum. Ja, aber das können Sie doch nicht machen. Es geht um ein kleines Kind. Sie haben mein vollstes Mitgefühl. Aber nach dem Stand der Dinge müssen wir von einem Tod durch Ertrinken ausgehen. Ja, natürlich. Sie machen sich's halt einfach. Wir haben alles Menschenmögliche probiert. Sie sollten sich an den Gedanken gewöhnen, dass Ihr Sohn nicht mehr lebt. So schwer es auch fällt. Entschuldigung, ich suche Lars Schneider. Ist er noch da? Bis vor kurzem war er es noch. Der hat sich mit der Chefin unterhalten. Aber jetzt sind beide weg. Haben Sie vielleicht die Handynummer von Frau Schneider? Es ist wirklich wichtig. Naja, natürlich.
Da fällt mir ein, Lars Schneider ist gar nicht bei seiner Schwester. Der ist alleine rausgegangen. Ja und? Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wohin? Tut mir leid. Entschuldigen Sie, aber ich glaube, ich weiß es. Ja, und wo? Er musste ins Gefängnis. Er hat dort einen Termin. Okay, danke. Bitte, ich hoffe, das hilft Ihnen. Sehr. Wie hast du sie rumgekriegt? Was? Jetzt tu nicht so. Dafür habe ich jetzt keine Nerven. Kannst du dich vielleicht ein bisschen klarer ausdrücken oder ist das zu viel verlangt für einen Bauarbeiter? Pass mal auf, du arrogante Zicke. Provozier mich nicht zu sehr. Trost mir. Offene Straße. Pass bloß auf, sonst streich. Ich will verdammt noch mal bloß wissen, wie du Frau Schneider rumgekriegt hast. Ich wusste, dass ich mich auf mein Tantchen verlassen kann. Du erpresst sie, oder? War denn die Vorstellung? Deine Laune nach zu urteilen nicht so gut, was? Du beantwortest jetzt meine Frage. Wenn Tante Charlie dir nichts gesagt hat, was erwartest du von mir? Ich habe Diskretion versprochen. Du denkst, du hast gewonnen? Freu dich mal nicht zu früh. Jetzt habe ich aber Angst. Lisa wird noch früh genug merken, was du für eine bist. So schlau bist du gar nicht. Für dich hat's bisher auch noch gereicht. Ich fürchte, du musst deine Lisa leider vergessen. Aber keine Sorge. Zeit heilt alle Wunden. Bye, bye. Ich will Ansgar doch nur helfen. Er macht das mit sich allein aus, Nathalie. So war es schon immer. Aber ich bin seine Frau. Ich kann doch hier nicht einfach nur rumstehen, während er wahrscheinlich völlig verzweifelt ist. Trotzdem denke ich, dass du seinen Wunsch respektieren solltest. Ich weiß nicht. Vielleicht möchte er ja doch Ihren Trost. Das Gespräch mit dem Kommissar war ein Schock für ihn. Für uns alle. Ja, und da sagt man schon mal Dinge, die man gar nicht so meint. Sie meinen also, ich soll zu ihm? Ich glaube, er braucht sie jetzt. Ja. Wegschicken kann er mich immer noch. Lass mich raten. Hätte ich mir auch sparen können, war zu spät. Christian denkt jetzt bestimmt, ich liebe ihn gar nicht richtig und kommt sich total verarscht vor, aber sag einfach nichts, zieh ins Bett. Möchtest du ein bisschen Bettlektüre? Ist der von Christian? Den hat Lars mitgebracht. Aber das ist ja meiner. Bingo. Aber wieso? Tja, ab und zu hört Lars seine Mailbox doch ab. Oh, danke. Manchmal muss man eben Glück haben. Nie wieder schriftliche Geständnisse. Das bereut man immer. Und wie geht's jetzt weiter? Christian ist bestimmt total fertig. Fühlt sich einsam. Also schreibe ich mal wieder einen schönen Brief in deinem Namen. Er würde sich bestimmt freuen. Ärger mit der Familie, hä? Angela, dafür ist die Familie schließlich da. Vor allem einige Mitglieder, gegen die leider kein Kraut gewachsen ist. Hat diese junge Dame nicht Hausverbot? Eigentlich schon. Ja, dann werde ich mal. Nein, nein, Angelo, das Hausverbot ist aufgehoben. Da fragen Sie nicht. Hallo, Tantchen. Was willst du noch? Zunächst erstmal ein Glas Champagner. Und was zum Knabbern wäre auch nett. Aufs Haus, vermute ich. Du lädst mich ein? Das ist aber lieb von dir. Bleibst du auch noch ein bisschen hier sitzen? Was denn, bist du etwa böse auf mich? Du hast wirklich keinen Grund dazu. Ach nein? Nein.
Ich habe dein kleines Geheimnis nämlich nicht verraten. Sowas tue ich nicht. Solange du auf Gegenleistung hoffen kannst, hm? Höre ich da etwa ein schlechtes Gewissen? Der arme Andi war auch wirklich ganz schön fertig. Naja, Lisa passt sowieso besser zu Konstantin. Irgendwann fliegen alle deine Lügen auf. Ja, aber nicht mit deiner Hilfe. Die Familie muss ja schließlich zusammenhalten. Ich hatte schon gleich so ein mulmiges Gefühl, als du nach Düsseldorf gekommen bist. Nicht doch, Tantchen. Okay, wir hatten keinen guten Start, aber es wird schon noch mit uns, hm? Ansgar? Ich sagte doch, ich will allein sein. Ich vermisse ihn doch auch. Du bist ja nicht mal seine Mutter. Ich habe ihn geliebt, als wäre es mein Kind. Eine richtige Mutter hätte ihn nicht aus den Augen gelassen. Der Kinderwagen stand fest. Ich habe die Bremse eingelegt. Er kann nicht weggerollt sein. Sei doch endlich still. Deinetwegen ist mein Sohn tot. Was ist ihm auf dem Gewissen? Lieber Christian, ich denke gerade an dich und wie es dir wohl geht. Ich wünschte, ich könnte dich trösten. Das wollte ich auch heute Mittag so gerne. Als ich dich umarmt habe, ich hätte dich am liebsten nie wieder losgelassen. Warum dürfen wir nicht beieinander sein? Jetzt, wo ich dich wiedergesehen habe, vermisse ich dich sogar noch mehr als zuvor. Wenn das überhaupt möglich ist. Aber ich schreibe hier von meinen Gefühlen. Dabei denkst du bestimmt gerade an deinen Vater. Wenn ich bloß Worte finden könnte, die dir den Verlust irgendwie leichter machen. Ich weiß nur, er hat dich geliebt. Und ich liebe dich auch über alles. Ich küsse dich, deine Nico. Und? Zufrieden? So schlimm? Ich schreibe ihn wieder neu, wenn du willst. Nein, der Brief ist toll. Es ist nur... Mir ist jetzt alles klar. Die einzige Frau, die dieser Situation Christian beiseite stehen kann, das bist du. Ansgar, bitte glaub mir, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde alles dafür geben, alles. Ich hätte ihn dir einfach nie anvertrauen dürfen. Geh. Ansgar, können wir nicht... Verstehst du mich nicht? Ich will dich nicht sehen. Ich ertrag dich nicht länger. Aber wir müssen doch zusammenhalten. Wie stehen wir das uns durch? Hast du es immer noch nicht kapiert? Es gibt kein Wir mehr. Du hast mir meinen Sohn genommen, das Liebste, was ich habe, und jetzt ist er tot. Tot, verstehst du? Stell das ab. Wo ist es? Was weiß ich? Stell's ab! Stell's ab! Ich will meine Ruhe! Herr von Ladenstein, Sie kennen mich nicht, aber ich habe gute Nachrichten. Ihr Sohn Hannes, er ist hier bei mir, wohlauf und munter.